liebe Freunde und Familie und willkommen zu einem neuen Video bei Arnaltex. Monitoring ist so ein Thema, an das man oft erst dann denkt, wenn es schon raucht. Wenn du es gar nicht erst so weit kommen lassen willst, bist du hier heute genau richtig. In meiner beruflichen Rolle habe ich sehr viel mit Monitoring zu tun, manchmal mehr als es mir lieb ist. Als ich mir Uptime Kuma zum ersten Mal angeschaut habe, war mein erster Eindruck ehrlich gesagt eher durchwachsen. Man kann damit zwar sehen, ja, mein Auto ist tatsächlich in der Garage, super, aber man sieht nicht, ob der Motor auch anspringt, ob er rund läuft, ob der Ölstand passt oder ob eine Warnleuchte angegangen ist. Der Schwerpunkt liegt also eher auf den äußeren Werten. Was ich damit meine, ist, dass die Erreichbarkeit per Ping zwar geprüft werden kann, eine Website kann per HTTPS auf Statusmeldungen und Zertifikate und Keywords geprüft werden, aber weniger was dahinter vor sich geht, den inneren Werten. Wie geht es den Festplatten meiner NAS? Wie voll ist der Speicher? Wie hoch ist die CPU-Auslastung oder sind meine VPN-Tunnel überhaupt noch da? Trotzdem kann ich sehr gut nachvollziehen, warum Uptime Kuma gerade bei Heimanwendern und im Homelabs so beliebt ist. Die Installation ist extrem einfach, man kann tatsächlich in wenigen Minuten loslegen, das werden wir heute sehen, und für schnelle oberflächliche Checks funktioniert das Ganze wirklich sehr sauber und gut. Schwierig wird es erst dann, wenn man die Grundmonitore eingerichtet hat und danach halt etwas mehr will. Um fair zu sein, Uptime Kuma ist gar nicht dafür ausgelegt, eine alles umfassende Monitoring-Lösung zu sein. Und das behauptet es auch nicht. Heute versuchen wir trotzdem das Maximum herauszukitzeln. Dafür nehmen wir uns die Push-Monitore von Uptime Kuma zur Hilfe. Mit dieser Funktion können externe Skripts regelmäßig eigene Statuswerte an Uptime Kuma senden und genau dafür habe ich mehrere Push-Helfer-Skripts erstellt. Diese werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Ihr könnt sie kostenlos über meine GitHub-Seite und über meinen Blog übernehmen. Wir knüpfen dabei an meine bisherigen Anleitungen an. Falls du diese Videos noch nicht gesehen hast, kann ich sie dir auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Du kannst aber auch hier weiterschauen, wenn du bereits Erfahrung mit Proxmox, Docker und Containern in allgemein hast. In diesem Video schauen wir uns also an, was Uptime Kuma genau zu bieten hat, wo die Grenzen liegen und wie wir mit eigenen Push-Checks deutlich mehr aus dem Tool herausholen können. So, ich bin jetzt in meiner gewohnten VM-Umgebung und wir werden über die Community-Scripts zuerst mal Uptime Kuma installieren auf unserem Proxmox-Host. Das ist das Kommando, welches wir verwenden werden. Dann gehe ich zu meinem Proxmox-Host, öffne die Shell und kopiere das rein und das startet die Installation. Ich wähle den Default Install, das wird mir eine IP-Adresse über DHCP geben, das ist in Ordnung für unseren Test. Wenn ihr das produktiv einsetzen wollt, würde ich euch Advanced Install anraten, weil dort könnt ihr dann eine statische IP-Adresse eintragen. Das Skript selbst wählt Default-Parameter, das heißt wie viel Arbeitsspeicher, wie viel CPU und Festplattenspeicherplatz dem Container zugeteilt wird. Das lässt sich aber auch später anpassen, falls notwendig. Die Installation kann gut ein paar Minuten dauern, das ist normal. So, die Installation ist für uns fertig. Ich sehe die Adresse, das ist die 10.10.13.58 Port 3001. Während der Installation kann es passieren, dass ihr den Host upgraden müsst. Dann drückt ihr, glaube ich, die 1, führt das aus und dann wird Uptime Kuma installiert. Bei mir war das jetzt nicht der Fall und ich kann gleich loslegen. Ich öffne mal diese Adresse im Browser. Ich wähle SQLite, das ist eine leichte Datenbank und das ist vollkommen in Ordnung für uns im Homelab. Bei MariaDB bzw. MySQL müsste ich jetzt noch eine Datenbank installieren und das mit dem Uptime Kuma verknüpfen. Hat Vorteile bei größeren Umgebungen, aber wie gesagt, bei uns ist das in Ordnung, SQLite zu wählen. Dann wähle ich einen Benutzernamen und ein Kennwort. Diesmal brauchen wir keine Mailadresse. Und die Software ist schon installiert und einsatzbereit, aber bevor wir jetzt losstarten, möchte ich schnell die IP-Adresse und den Port loswerden. Dazu werde ich den Nginx Reverse Proxy Manager hernehmen, wie im letzten Tutorial vorgezeigt, um hier draus eine Adresse zu basteln, und das machen wir jetzt. Ich habe hier meinen Nginx Reverse Proxy Manager, dann gehe ich auf Add Proxy Host, gebe einen Domänennamen app.arnatex.com. Das ist auf 10.10.13.58, Port 3001, dann sage ich WebSocket Support, dann sage ich SSL. Ich habe hier bereits vorher ein Zertifikat erstellt. Wenn du nicht weißt, wie du ein Zertifikat erstellen kannst, schau mein letzten Tutorial. Ich werde es dir oben verlinken.
So, jetzt muss ich meinen gewählten Domänennamen irgendwie auflösen können. Dazu werde ich Pi-hole verwenden, um die DNS-Auflösung durchzuführen. Falls du keinen DNS-Auflöser hast, habe ich auch ein Tutorial dazu. Ich verlinke es dir oben. Die Installation von Pi-hole als lokalen DNS-Auflöser und Schutz vor Spam-Trackern und Werbung. So, 10.10.13.58. Pi-hole ist offen. Jetzt gehen wir unter Settings, Local DNS Resolver und geben ein up.arnatex.com. ist zu finden. Jetzt nicht die IP-Adresse von dem Uptime Kuma angeben, sondern die IP-Adresse von dem Nginx Reverse Proxy Manager 10.10.13.49. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob das aufgelöst werden kann. Ping up.arnatex.com. Das geht. Und jetzt sollte ich Uptime Kuma in meinen Browser über den Domänennamen aufmachen können. Passt und mit Zertifikat abgesichert. So soll es sein. Die Software ist bereit und wir können die ersten Monitore hinzufügen. Ich werde erstmal ein paar Uptime Kuma eigene Monitore hinzufügen und dann werden wir uns die Push-Konfiguration ansehen. Dazu gehe ich auf neuen Monitor hinzufügen und ich mag es, meine Monitore bzw. Hosts in Gruppen zusammenzufassen. Also werde ich zuerst eine Gruppe erstellen, Anzeigename Proxmox Host. Das ist halt mein Proxmox Host und die Monitore dazu werden wir als Unterpunkte hinzufügen. So, Gruppe ist hinzugefügt und jetzt können wir einen Basic Ping Check machen. Speichern. Und wir sehen, der Host ist über Ping erreichbar. Super. Das Auto ist in der Garage. Dann können wir eine DNS-Auflösung durchführen. Damit prüfen wir einfach, ob unser DNS den Hostnamen von unserem Proxmox-Server auflösen kann. Das ist mein DNS-Resolver. Genau, ist auch erreichbar. Und ich habe vergessen, das in die Gruppen hinzuzufügen. Das mache ich mal jetzt schnell. So, das ist jetzt in die Gruppen hinzugefügt, das hatte ich kurz vergessen und jetzt können wir zum Beispiel einen Monitor klonen, dann ist die Gruppe unten bereits gewählt und wir müssen das nicht händisch machen. Jetzt kann ich zum Beispiel über HTTPS mit der Browser Engine prüfen, wie die Seite ausschaut, wenn sie im Browser aufgemacht wird. Das kann im 120-Sekunden-Takt passieren. Benachrichtigung bei Domänablauf lassen wir angehakelt, speichern. Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist auch grün. Und wir sehen hier die Anmeldeseite und sehen, ja, es ist alles in Ordnung. Der Host ist erreichbar und das schaut auch gut aus. Wir sehen die Verfügbarkeiten hier und das passt alles. Das wären halt so ein paar eingebaute Checks von Uptime Kuma. Das Blöde ist, hier steht immer Ping. Unabhängig davon, welchen Monitor-Check ihr da macht, es ist immer Ping, auch wenn es eigentlich was anderes auch heißen kann. Uns interessieren aber, wie in der Anleitung gesagt, die inneren Werte und jetzt werden wir uns die Push-Funktion von Uptime Kuma zu Hilfe nehmen, um eigene Skripts laufen zu lassen, die uns viel mehr Informationen bieten als die eingebauten direkt bei Uptime Kuma. Dazu habe ich die Skripts vorbereitet, die sind hier bei mir auf dem Desktop. Die muss ich einmal auf meinen Proxmox Host zunächst hochladen. Dazu öffne ich in SCP. Ihr könnt aber jeden SSH-Client nehmen, den ihr wollt. So, dann wechsle ich kurz in das Temp-Verzeichnis und werde es dort hochladen. Linux Uptime Kuma ist richtig für den Proxmox Host bzw. für jeden modernen Linux Server. So, das ist damals hochgeladen und ich melde mich jetzt mal mit PuTTY auf den Server an. Machen wir das ein bisschen größer. Da werden wir einige Zeit verbringen. So, da sind wir auf der Shell von dem Proxmox Host. Dann gehen wir unter cd temp in das Verzeichnis rein, wo das installiert ist. Dann werden wir ein paar Voraussetzungen installieren, falls die noch nicht vorhanden sind. Ist alles schon vorinstalliert, also Smart Mon Tools und LM Sensors, damit wir die Hardware-Status-Monitore bekommen. Dann tue ich das Ganze mal installieren. So, recht angepasst. So, die Installation ist fertig. Ich musste zuerst mal die Execute-Rechte dem Skript geben, damit wir das ausführen dürfen. Was das macht, ist, das legt einfach die Installationsdateien in die korrekten Verzeichnisse, wo sie dann permanent residieren. Und jetzt können wir uns die Konfiguration anschauen. Dazu werde ich die Konfigurationsdatei mit Nano aufmachen. Das ist die Konfigurationsdatei. Wir haben hier Host Display Name Auto. Wenn es auf Auto belassen wird, würde das den Host automatisch auflösen. Wir haben hier ein paar
allgemeine Einstellungen, Curl Max Time 10, CMD Timeout ist auf 15. Ihr könnt damit ein bisschen spielen, falls es da Probleme gibt. Wir haben auch einen Zwischenspeicher und hier wird es erst interessant. Hier müssen wir die Uptime Kuma Push Adressen hinzufügen für die Überwachung. Wir werden CPU, Load, Memory Swap, Disk und so weiter alles überwachen. Unten können wir dann halt auch Schwellwerte setzen, zum Beispiel bei der CPU-Auslastung, wenn es über 90% ausgelastet ist, soll es kritisch melden. Wenn der Load pro Kern über 2 ist, wird es kritisch. Das müsst ihr so anpassen anhand der Anzahl von Kernen von eurem Rechner. Zum Beispiel, wenn ihr 13 Kerne habt, würde ich einen Load von 13 setzen. Und genauso haben wir hier die Arbeitsspeicherausnutzung bei 90%, Swap-File, wenn es über 50% groß ist und so weiter. Und da habt ihr ein paar Eigenschaften, die nützlich sein könnten. Aber wie gesagt, damit wir das zum Laufen bringen können, ist es ganz wichtig, hier die Push-URLs hinzuzufügen. Und das werde ich jetzt machen. Dazu öffne ich Uptime Kuma, erstelle einen neuen Monitor vom Typ Push, sage hier Proxmox CPU, um es eindeutig zu benennen, damit wir wissen, worum es sich genau handelt. Das ist die Adresse, die wir benötigen. Kopieren und die Gruppe hinzufügen, Proxmox Host, speichern. Und diese Adresse gebe ich hier jetzt ein zwischen die Anführungszeichen. Und ganz wichtig, wir müssen hier jetzt alles löschen, inklusive Fragezeichen. Und alles, was links davon ist, müssen wir belassen. Das ist dann die korrekte URL. Und das werde ich jetzt für alle Statusmonitore im Schnelldurchlauf für euch machen. So, ich habe jetzt alle Statusmonitore hinzugefügt. Hier rechts neben mir ist alles rot, aber das ist in Ordnung, weil wir jetzt noch keine Statusmeldungen senden. Hier unten möchte ich euch noch zeigen, da gibt es den Service Monitor und wir können hier definieren, welche Services wir überwachen wollen auf dem Server. Und da werde ich jetzt ein paar Standard-Services von dem Proxmox Host hinzufügen. Ihr könnt in eurer Umgebung schauen, was bei euch überwachungswichtig wäre, zum Beispiel irgendeine Datenbank, irgendein Dienst, den Nginx oder den Apache-Server, wie auch immer. So, das füge ich da mal jetzt rein. Das sind so ein paar Standard-Proxmox-Dienste, die wir da überwachen wollen. Und jetzt drücke ich Ctrl X und speichere ab meine Datei. Jetzt kann ich das einmal händisch ausführen, um zu schauen, ob alles funktioniert. Wir sehen hier rechts, dass da Statusmeldungen gleich kommen und passt. Jetzt können wir das Ganze persistent machen. Ich werde dazu Cron-Tab nehmen und werde das Skript einmal alle 60 Sekunden ausführen lassen. So, Ctrl X und einmal testen. So, wir haben jetzt neue Statusmeldungen und gehen wir mal die Checks einmal gemeinsam durch. Proxmox CPU. Das zeigt uns die CPU-Auslastung von dem Server, 12% im Moment. Proxmox Disks. Wir haben 79% frei auf kritischstem Pfad. Das bedeutet, die Festplatte, die am meisten belegt ist, hat 79% frei, falls man mehrere hat. DNS haben wir mit Uptime Kuma direkt eingerichtet. Dann Proxmox Docker ist nicht installiert, wird übersprungen. HTTPS ist der Check über Uptime Kuma direkt. InNodes. Da haben wir 97% frei. Dann der Load 0,73% bei 12 CPU-Kernen, also dem geht es gut. Das Netzwerk überprüft Netzwerkfehler. Hier haben wir jetzt keine Netzwerkfehler. Ping ist direkt. Proxmox Reboot, das prüft, ob ein Reboot bei dem Server ansteht und notwendig ist. Hier sehen wir kein Neustart erforderlich. Smart-Fehler von den Festplatten. Okay, Smart für 2 Geräte okay. Also ich habe 2 Festplatten und beide sind in Ordnung. Dann die Dienste, die ich konfiguriert habe zum Überwachen. 5 Services aktiv und alle sind in Ordnung. Es ist keiner, der nicht gerade läuft. Die Swap-Datei können wir prüfen. Die ist bei 37%. Systemd können wir überprüfen, keine Fehler und letztendlich die Temperatur ist bei 74 Grad. Dann können wir schauen, ob es noch Updates gibt.
4 Security Updates verfügbar, insgesamt 4 Updates, das heißt, ich muss meinen Proxmox Server aktualisieren. Falls ihr mal hier No Heartbeat in the Time Window seht, dann bitte das Zeitfenster etwas großzügiger setzen, vielleicht auf 120 Sekunden und bis zu 3 Wiederholungen. Und wenn nach 3 Wiederholungen immer noch eine kritische Meldung daherkommt, dann könnt ihr euch das ansehen. So verhindert ihr Fehlalarme. So, das ist jetzt die Linux-Überwachung mit den Push-Scripts, die ich erstellt habe. Und jetzt werden wir uns anschauen, wie das ausschaut, wenn wir eine NAS überwachen wollen. Bei einer NAS ist es so, dass die Skripts nicht direkt auf dieser ausgeführt werden können. Dazu brauchen wir eine Helfer-VM oder einen Helfer-Host. Ich würde anraten, das nicht direkt auf dem Uptime Kuma Host ausführen zu lassen, weil die bei Docker-Updates überschrieben werden könnten. Ich habe mir in meiner VM-Umgebung eine Helfer-VM installiert. Das ist einfach eine ganz normale Ubuntu-VM. Die ist jetzt leer, komplett neu installiert. Und diese VM werde ich verwenden, um meine Helfer-Skripts auszuführen für meine NAS und für meine Firewall. Der hat die IP-Adresse 10.10.13.56. Dann werde ich mit WinSCP die Daten dort hochladen. Ich brauche das FortiGate-Skript und das NAS-Skript. Ist hochgeladen. Dann verbinde ich mich mit dem PuTTY auf den Server. Dann gehen wir mal in das Verzeichnis rein. Wir machen die Skripts ausführbar einmal. Und dann können wir auch schon install sh ausführen. Das legt die Dateien in die korrekten Verzeichnisse und wir sehen hier auch hilfreiche Zeilen, wie wir jetzt weiter vorgehen können, um die Konfigurationsdatei zu erstellen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ich habe eine QNAP NAS und werde die Beispieldatei für eine QNAP NAS Konfiguration hernehmen und kopieren, um eine Konfigurationsdatei zu erstellen. Jetzt öffne ich die Datei mit Nano und hier sehen wir NAS Vendor ist QNAP. Je nachdem, welchen Vendor ihr wählt, würde das Skript andere Checks durchführen für euren Hersteller. Wir haben QNAP, wir haben Buffalo und Netgear und diese NAS habe ich getestet bei mir in meiner Umgebung. IP-Adresse ist 10.10.7.4. NAS Display Name Auto, das würde den Hostnamen automatisch auflösen. SNMP-Version ist 2C auf meiner NAS konfiguriert. In einer Heimumgebung können wir SNMP 2 hernehmen. Das geht in Ordnung in einem Corporate-Bereich, also bei einer Firma würde ich eher SNMP V3 wählen, da es verschlüsselt ist. Generell würde ich von SNMP absehen, weil es träge, alt und überholt ist. Ich würde eher auf API setzen, aber bei der NAS geht nur SNMP und wir nehmen das, was uns zur Verfügung steht. Aber falls ihr die Option habt, über REST API zu überwachen, dann würde ich diesen Weg auf jeden Fall bevorziehen. So, jetzt muss ich meine SNMP-Community angeben. Das ist bei mir Arna Monitoring, Default ist es Public. Ich würde anraten, das vom Default-Wert wegzutun. Und jetzt kommen die bekannten Push-Helper-URLs, die ich konfigurieren muss beim Uptime Kuma. Der erste Check ist der generelle Health, also Gesundheitsstatus bzw. generell die Überprüfung, ob SNMP funktioniert. So, dann gehen wir zum Uptime Kuma. Erstellen einen neuen Monitor, Typ Gruppe, QNAP NAS. Speichern. Dann erstellen wir gleich einen neuen Monitor von Typ Push. QNAP NAS Health. Kopieren die Adresse. Ich kann hier mal auf 120 Sekunden und 3 Wiederholungen gleich hinstellen. Genau, QNAP NAS Health und kopiere das in meine Konfigurationsdatei rein. Wie gehabt, alles bis inklusive Fragezeichen löschen und alles, was links daneben ist, behalten. So, das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, damit ihr hier nicht schaut, wie ich 10 Minuten lang copy-paste. So, die Konfiguration ist jetzt fertig und ich habe jetzt unten die Option, ein paar Schwellwerte zu setzen, falls notwendig. CPU habe ich auf 90%, Arbeitsspeicher ebenso und die Temperaturschwellwerte, Disktemperatur und Netzwerkfehler, die toleriert werden können auch. Und wenn ich damit glücklich bin, kann ich dann speichern, Ctrl X. Wir testen jetzt einmal die Verbindung über SNMP zu unserer NAS. Ist gefunden worden, das funktioniert.
Und jetzt kann ich mit crontab das Ganze automatisieren und füge meine crontab-Zeile ein. Das führt das Skript alle 60 Sekunden aus und jetzt können wir uns mal gemeinsam anschauen, wie das da ausschaut im Monitoring. Wir haben die CPU-Auslastung, die ist bei 3% im Moment. Dann haben wir die Disks. Es wurde eine Disk gefunden, die ist okay. Der generelle Health-Status ist einfach nur ein SNMP-Check, ob die NAS über SNMP erreichbar ist und ob das funktioniert. Ist okay. Dann haben wir Arbeitsspeicher, da habe ich eine Auslastung von 17% im Moment. Dann das Netzwerk, ob Netzwerkfehler gefunden wurden, der Status ist okay. Dann haben wir den RAID-Status, bei mir ist das RAID degraded und das stimmt auch. Eine Festplatte ist ausgefallen, deswegen ist mein RAID 1 Volume als degraded markiert. Und wenn ihr hier hinter Warnungen seht, beziehungsweise dass da kein Heartbeat vorhanden ist, empfiehlt es sich, hier die Zeit ein bisschen großzügiger setzen mit mehreren Wiederholungen. QNAP NAS Storage, da habe ich 22% noch frei. Und die Temperatur letztendlich von meiner NAS, die ist bei 42 Grad bei den Festplatten, 42 Grad System und CPU und Disks 46 Grad. Genau, das wäre die NAS-Überwachung. Das Skript habe ich mit meiner Buffalo NAS auch geprüft und auch mit meiner Netgear Ready NAS. Die Buffalo NAS funktioniert auch super. Die Netgear Ready NAS liefert einige wenige Daten, die halt nicht nennenswert sind, aber es ist möglich, auch die Netgear NAS halt eben nur rudimentär zu überwachen. Das wäre die NAS-Überwachung und letztlich möchte ich euch noch zeigen, wie ihr eine FortiGate Firewall überwachen könnt. Das ist auch sehr spannend. Da werden wir uns die REST API zu Hilfe nehmen. So, da gehe ich da mal zurück und öffne das Verzeichnis für die FortiGate. Da sind die Dateien und dann kann ich das auch installieren, beziehungsweise erstmal ausführbar machen und dann install. Das legt die Verzeichnisse an, die wir benötigen für die Überwachung. Und hier sehen wir auch bereits die Config-Datei, die wir bearbeiten müssen. So, FortiGate-Adresse 10.10.7.1. Jetzt brauchen wir einen API-Token, den werden wir jetzt erstellen. System, Administratoren. Wir erstellen einen neuen REST API-Administrator. Time Kuma Firewall. Als Rolle Superadmin, aber Read-Only. Das können wir deaktivieren. Trusted Host, da würde ich empfehlen, die IP-Adresse von eurer Helfer-VM einzutragen, beziehungsweise der VM oder dem Host, der für euch die Überprüfungen durchführt. Einfach, dass auf den API-Token nur dieser eine Host Zugang hat. Ich werde in meiner Umgebung das jetzt aber deaktivieren. Und hier bekomme ich halt den Token, den ich jetzt benötige in der Konfiguration, den kopiere ich mir raus. So, hier kann man einstellen, wenn man mehrere VDOMs hat auf der Firewall, welche VDOMs man überwachen möchte. Ich habe nur Root und werde das auf Root belassen. FortiGate Display Name lasse ich auf Auto. Insecure SSL lasse ich auf True. Wir werden die Firewall über die IP-Adresse überprüfen. Der Teil, der für uns interessant ist, im Moment sind diese Push-URLs und die werde ich jetzt wie gehabt konfigurieren. So, dann zuerst mal die Gruppe. Stellen. Dann neuer Monitor von Typ Push, FortiGate Firewall CPU. Dann die Gruppe hinzufügen, dann lasse ich das mal auf 120 Sekunden, 3 Wiederholungen und schon habe ich die URL. Den Rest machen wir im Schnelldurchlauf. So, die Einrichtung ist jetzt fertig. Ich kann hier jetzt ein paar Schwellwerte setzen. CPU-Auslastung, Arbeitsspeicherauslastung, maximal Session Count, Monitor Interfaces. Da kann ich die Interfaces definieren, die ich überwachen möchte. Ich tue mal hier WAN 1 ein. Ich kann meine IPsec-Tunnel überwachen, falls ich VPN auf meiner Firewall nutze. Und da werde ich mal Bit2Office wählen. Den VPN-Tunnel, den ich überwachen möchte. Der Rest passt. Debug können wir einschalten, falls es Probleme gibt. Und ich speichere das jetzt mal ab. So, jetzt können wir einmal testen, ob die API grundlegend ausführbar ist. Passt, funktioniert.
Und zu guter Letzt lasse ich das einmal händisch ausführen, alles. Und wir sehen hier links und rechts, dass die Monitore online kommen. Gut, dann werde ich das wie gehabt mit Chrome Tab automatisieren. Da ist bereits die Zeile von unserer NAS, da werde ich einfach die Chrome Tab Zeile für die FortiGate Firewall dazufügen. Und einmal speichern. Und dann können wir uns gemeinsam ansehen, was wir da jetzt alles überwachen können bei der Firewall. Wir können generell die API überprüfen und schauen, ob wir über API Daten erhalten können. FortiGate API erreichbar, Seriennummer von der Firewall, die Firmware-Version können wir sehen und den Hostnamen und das Gerät, also beziehungsweise Modell, welches im Einsatz ist. Dann sehen wir die CPU-Auslastung der Firewall, die ist gerade bei 4%. Den High Availability bzw. den Cluster-Status, bei mir ist okay, ich habe keinen Cluster, es ist eine einzelne Firewall und da ist der Status jetzt im Moment okay. Die Interfaces, die ich definiert habe zum Überwachen, bei mir ist es WAN 1, Link ist True, also ist es grün. IPsec-Tunnel, da kann ich sehen, ob mein VPN IPsec-Tunnel online sind. Da steht okay, BIG to Office, BIG Home ist gleich up, also Status ist up, ist in Ordnung. Dann haben wir die Arbeitsspeicherauslastung der Firewall, das liegt im Moment bei 52%. SD-WAN habe ich bei mir nicht im Einsatz, ist leer, also ist auch grün. Und letztendlich können wir sehen, wie viele Sessions die Firewall offen hat. Das ist jetzt im Moment bei mir 970. Bei allen diesen Checks, wie ihr gesehen habt, steht hier unten immer Ping. Das bedeutet aber nicht Ping, das ist nur so hardcoded bei Uptime Kuma. Das sind die Werte, die ihr bei eurer Firewall erhält. Dieser Diagramm kann man hier vielleicht bei Sessions ein bisschen sehen oder beziehungsweise mache ich mal etwas auf, was ich schon länger überwache. Seht ihr, das ist die CPU-Auslastung von meinem Proxmox Host. Der Load. Ping-Werte in Millisekunden, das wäre dann tatsächlich korrekt. Dienste habe ich nichts, Swap. Könnte interessant sein, über einen längeren Zeitraum halt die Diagramme zu sehen, wie das dann halt ausgeschaut hat. Damit sind wir auch zum Ende von unserer heutigen Anleitungssession gekommen. Wir haben jetzt gemeinsam die Grundmonitoring-Funktionen von Uptime Kuma um einiges erweitert und daraus fast ein vollwertiges Monitoring-Tool gebastelt, welches sich von größeren Konkurrenten nicht verstecken braucht. Die ganzen hier gezeigten Kommandos und Skripts findest du auf meiner Blogseite. Den Link werde ich unten in die Beschreibung hinzufügen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde gerne deine Erfahrungen über Uptime Kuma und andere Monitoring-Lösungen hören. Lass gerne einen Kommentar da, ein Like, falls dir das Video gefallen hat, ein Dislike, falls nicht und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Euer Ahmed für Arnatex. Bis zum nächsten Mal.